Wenn wir jetzt so auf deine Heimatstadt wieder zurückkommen, du bist ja jetzt in Hamburg und hast aber immer noch deine Wurzeln in Bari. Wie würdest du Bari und Hamburg vergleichen? Du hattest vorhin so einen kleinen Vergleich schon mal genannt, aber Bari und Hamburg. ist eine gemeine Frage, ich weiß das persönlich. Ich habe nämlich ähnliche Ursprungswurzeln, aber Ja, kann ich mir gut vorstellen. Also, wer das Grüne und das ländliche und staatliche liebt, würde ich immer Hamburg, wie heißt das, empfehlen. ja. Wer Sonne, Meer und Strand liebt, würde ich meine Stadt Ja, gut, empfehlen. das verstehe ich, ja. Ne? Also, beide sind schön. Beides hat so Ja, seine jeder hat Aspekte. seine Vorteile und und beide haben auch dessen Nachteile. Also ansonsten, ich würde niemals sagen, das ist schön, das ist hässlich. Ja, nein, das verstehe ich. Dafür bin ich nicht dieser Mensch. Ich Nein. sag, geh dahin, entscheide selber, geh dahin und entscheide selber. Ja. Aber ich sag, beide sind attraktiv genug für den Mensch, weil ich kann nicht für dich reden. Nein, natürlich nicht. Wir haben alle andere, Ansichten. andere Geschmack, Ja. andere Ansichten, genau. Aber wenn ich jetzt als Tourist nach Bari fliegen würde oder fahren würde, was würdest du sagen, das guck dir auf jeden Fall an, das ist schön zu sehen? Oh, die Promenade, also Lungomare, Ja, Bari Vecchio, ja, dann Castellana Grotte, ne, so, dann Giovinazzo, also ich sage jetzt Namen und ihr könnt damit nichts anfangen, aber das sind Sachen, also wirklich, die ja sehenswürdig sind und ich habe noch nicht mal alles gesagt und einfach hingehen. Und dann haben wir eine der größten Fährer, sagt man, also wie CCH, so Messen, Ja. ne? Und so Bootsmessen der Welt. Also da ist die größte Bootsmesse, glaube ich, bei uns, weil wir auch einen riesigen Hafen haben. Ne? Und, so, und da geht einfach hin, lasst euch überraschen. Ne? kann man nichts falsch machen, sagst Ne, auf jeden Fall. Und es lohnt sich immer für das Essen. Ja, ist so. Ja, das stimmt tatsächlich. Ein sehr leckeres Essen, da hast du recht. Ja. Und mal abgesehen von der Pandemie jetzt, wie oft bist du so im Schnitt in Italien? Also in den letzten 8 Jahren, ganz ehrlich, war ich gar nicht mehr. Okay. Weil ich war nur in Thailand. Sagtest du Also eben, genau. für mich war das Ziel wirklich, diesen Naikomtom-Titel zu holen. Und ich habe ja auch in Thailand wirklich nicht wie die anderen gelebt. Ich habe nur wirklich Kultur. Für mich ist das viel wichtiger gewesen als, Entschuldigung, Saufen, Party und Ja. Strand. Ja, Ne? genau. Das ist für mich nothing. Also Nein. dafür habe ich sehr viel Mist in meinem Leben erlebt und ja. Dafür bist du mit einem ganz anderen Ziel nach Thailand gefahren, Ja, was anderes genau. kennenzulernen. Ne? Genau. Ja. Und bekommst du denn manchmal Besuch aus Italien oder ist deine Familie meistens da? Aber Mama kommt. Mama kommt. Mama kommt. Mama ist wichtig. Ne, meine Tante war vor der Pandemie hier. Ne, also, da wurde meine Tochter 1 Jahr alt. Ja. Und da war meine Tante hier, die Schwester von meiner Mutter. Ja, also meine Cousins, ne, also manche kommen hierher. Na gut, bei so einer großen Familie ist auch Genau. ist fast jeden Tag jemanden hier. Da will ich nicht alle aufzählen jetzt. Wenn man als Kind in einem fremden Land aufwuchs, was hast du in deiner Kindheit am meisten am Bari vermisst? Vorhin sagtest du den Strand und die Wärme, aber was war noch so, wo du sagst, Soll ich sagen? Meine Familie. ja, Das habe ich am meisten vermisst. Meine Cousinen, meine Cousins, diesen Flair, womit du als Kind aufgewachsen bist. Und ja, das war, Strand kann man überall hin.
Ja, also irgendwann bist du alt genug und dann sagst du, okay, jetzt fahre ich zu den Malediven oder hier Boa Boa Insel oder Koh Samui oder Krabi oder wie auch immer. Ne, also Strand, denke ich mal, also wenn man das vermisst, kann man praktisch sich im Flieger hinsetzen und dann fliegt man. Oder wenn ich sagen würde, Essen, also ich habe hier große Familie auch in Hamburg, kriege genau das gleiche Essen wie in Italien und so. Ne? Und das ist meine Familie, die habe ich vermisst. Als Kind damals, ne? Ja. Das war so das. Und wenn du das als Erwachsener betrachtest, hat sich das geändert für dich, oder? Man lebt sich auseinander. Mhm. Ne? Also das ist die Kunst der Entfernung, sagt man. Also wenn du entfernt bist von irgendjemand, du kannst immer an ihn denken, aber irgendwann hast du dich auseinandergelebt. Du denkst vielleicht einmal im Jahr nie, oh, ich müsste dahin, aber es kommt immer was dazwischen. So habe ich es aufgepasst. Ja, genau. Aber du hast ja auch deine große Familie hier aufgebaut, sagtest du ja auch, ne? Ja. Und Genau.